Schön, dass ihr vorbeischaut. Ich zeige euch heute ein Gebäck, was, glaube ich, viele nicht unbedingt kennen oder vielleicht unter einem anderen Namen kennen. Baba au Rum oder auch Savarin. Ja, da ist ein minimaler Unterschied. Plus, minus ist es aber relativ ähnlich. Ich zeige euch heute auf jeden Fall, wie ich das gemacht habe und starte mit dem Hefeteig. Weil, was man dafür klassischerweise macht, ist ein gerührter Hefeteig. Also Teig anstatt ein gekneteter Hefeteig, wo viel Mehl drin ist, ist das ein ganz, ganz weicher, ein ganz flüssiger Hefeteig. Das heißt, in meiner Schüssel habe ich schon ein bisschen Mehl. Ich habe mir eine kleine Mulde geformt, wo ich wie immer meine Hefe, meine Frische reinbrösel. Da ist auch schon mein Zucker reingewandert und das Ganze wird jetzt für ein paar Minuten bedeckt mit einfach nur ein bisschen warmem Wasser, damit die Hefe schon so ein bisschen fluffig, ein bisschen schaumig wird, ein bisschen aktiv werden kann. Und dann gebe ich hier diesen Flachrührer in meine Küchenmaschine und lasse das vor sich hinrühren. Gebe nach und nach auch die restlichen Eier dazu und dann ist der Teig im Endeffekt auch schon fertig. Also es ist wirklich eher so eine Art Rührkuchen, erinnert mich das eher anstatt wirklich ein Hefeteig. Aber ihr seht auch gleich die fertige Konsistenz nochmal. Ihr gebt einfach nach und nach die Eier dazu, lasst das mit eurem Rührgerät oder eben einfach nur mit einem Holzlöffel selbst per Hand verrührt. So lange laufen, bis das einigermaßen geschmeidig ist. Dann kommt noch die weiche Butter dazu, auch die wird einmal kurz untergerührt und dann ist unser Teig auch schon fertig. Dann aber, wie immer bei Hefeteig, müssen wir mit ein bisschen Geduld arbeiten, das heißt am besten abgedeckt für eine gute Stunde stehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Und in der Zeit, wo das jetzt am Ruhen ist, habe ich mich um meine Rumrosinen gekümmert, die da auf jeden Fall reinkommen. Ich habe immer welche in Rum eingelegt. Wenn ihr nicht mit Rum arbeiten möchtet, könnt ihr die auch einfach über Nacht in warmes Wasser legen. Das ist kein Problem. Guckt auf jeden Fall, dass ihr euch die abwiegt und die ganze Flüssigkeit abtropfen lasst, damit wir jetzt gleich damit arbeiten können. Und hier ist dann ungefähr eine Stunde später und ihr könnt sehen, wie stark mein Teig aufgegangen ist. Der ist mehr als verdoppelt und ich habe jetzt meine Rosinen da reingeschmissen, verrühre das Ganze einmal, um die Luft nochmal rauszubekommen, die Rosinen einzuarbeiten und dann wird das Ganze auch schon in einen Spritzbeutel gefüllt und wir können es in die Form geben. Guckt, dass ihr das, wenn ihr das mit einem Spritzbeutel macht, dass der wirklich schön stabil ist. Ich verlinke euch super gerne, wie immer, meine ganzen Materialien, Werkzeuge und den ganzen Unfug unten in der Infobox, damit ihr das findet. Ich habe es auf jeden Fall in meinen Spritzbeutel gegeben und das Ganze dann in meine Silikonformen gespritzt. Nicht allzu hoch, also die waren gut halb voll, mehr aber auch nicht. Und ja, zu den Silikonformen, ich bin eigentlich gar kein Fan von Silikonformen. Die Firma, mit der ich hier arbeite, das ist kein gesponsertes Product Placement, aber das ist die Firma Becker. Die habt ihr auch schon regelmäßig in anderen Videos gesehen. Das ist das Einzige, was ich an Silikon benutze, weil die fantastische Produkte machen. Und auch hier verlinke ich euch diese Google-Form mal unten in der Infobox. Genauso wie versuche ich diese kleinen, was sind das, Brioche-Förmchen, die habe ich vor 4-5 Jahren mal in Bangkok, also in Thailand, gekauft. Ich gucke mal, ob ich irgendwas anderes da in die Richtung für euch finde. Die sind super, super süß, ich weiß, die sind ganz klein. Davon habe ich auch nach dem Drehen 5 oder 6 Stück dann gegessen, weil die unverschämt lecker sind. Ich habe meinen Teig auf jeden Fall in meine Form gefüllt, habe das ungefähr eine halbe Stunde nochmal gehen lassen und dann in den heißen Ofen gegeben. Es ist relativ heiß und die werden auch nur relativ kurz gebacken, bis sie so richtig goldig sind. Dann könnt ihr die Form eigentlich abnehmen und seid dann soweit auch schon bereit. Da könnt ihr die sehen super aus, oder? Und da sind wir dann jetzt bereit für den Sirup, das eigentliche... mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Für den Sirup braucht ihr einfach nur Wasser, ihr braucht Zucker, ihr braucht Rum, offensichtlich, weil da kommt auch wieder der Name her. Wenn ihr den Rum weglassen möchtet, da muss ich mir irgendwas mal überlegen. Ich schreibe auf jeden Fall auf dem Blog beim Rezept vielleicht nochmal eine andere Option, was wir noch sonst machen können. Ja, Rum ist aber auf jeden Fall reingekommen, Zitronen- und Orangensästen und dann wird das Ganze für ein paar Minuten aufgekocht, bis sich alles gelöst hat und ihr wie so eine Art Sirup bekommt. Und entweder könnt ihr den Sirup dann filtern, dass ihr die Sästen da wieder rausbekommt, die haben mich aber überhaupt nicht gestört und deswegen habe ich meine Mini-Gugel hier einfach in den heißen Sirup geschmissen und das Ganze für ungefähr eine Minute auf 1,5 darin baden lassen, dass die den Sirup aufsaugen können und so richtig, richtig saftig werden. Zwischendurch habe ich die ein bisschen gedreht, dass die halt von der Popo auch ein bisschen Sirup bekommt. Habe die dann nach 1,5 Minuten rausgenommen, auf ein Gitter getan, abtropfen lassen und hier bei den Mini-Dingern einfach alle reingeschmissen, einmal feste gerührt und
Ja, dann war ich damit soweit eigentlich auch fertig. Ihr könnt das Ganze auch als einen großen Kuchen, zum Beispiel in einem großen Kugel machen. Das würde auch funktionieren, dann muss nur die Backzeit ein bisschen angeglichen werden. Aber ich denke, das erklärt sich von selber. Aber ich fand diese kleineren Formen eigentlich ganz charmant. Besonders, weil ich jetzt auch sogar geplant habe, das als Weihnachtsdessert zu machen mit einer Kugel Vanilleeis oder so daneben, wenn die noch warm sind, weil warm haben die mir am besten geschmeckt. Die werden wohl aber normalerweise halt, zeige ich euch auch jetzt, in Anführungszeichen kalt oder auf Raumtemperatur gegessen. Ich hatte einen Tacken übrigen Sirup, den habe ich einfach entsorgt. Ihr könntet den aber wahrscheinlich auch nochmal mit ein bisschen Wasser und Zucker aufkochen und den zum Tränken von Böden oder so benutzen. Ich habe mein Gebäck komplett auskühlen lassen, nachdem die dann im Zuckersirup gebadet haben, und habe mir danach eine große Menge Sahne, einfach nur Schlagsahne, aufgeschlagen mit ein bisschen Sahnesteif und ein bisschen Zucker. Ihr könnt in die Sahne aber auch nochmal ein bisschen Rum zum Beispiel dazugeben oder Rumaroma oder andere Gewürze, vielleicht ein bisschen Zimt oder so, wenn ihr das weihnachtlich machen möchtet. Habe dann meine Sahne in einen Spritzbeutel gegeben und das hier dann ausgarniert. Diese goldenen Unterlegdinger, die ich hier benutze, die sind immer super hübsch. Auch die verlinke ich euch gerne mal in der Infobox. Wenn ihr die nicht habt oder nicht kaufen möchtet, zum einzelnen Portionieren sind auch ganz normale Muffinförmchen super geeignet. Also das funktioniert auch super. Auch hier wieder eine kleine Rosette aufgespritzt. Als Garnitur habe ich dann so ein kleines Stück Orange dran gesteckt und ja, dann war ich soweit eigentlich fertig. Also was soll ich sagen? Bei uns wird es die auf jeden Fall zu Weihnachten mit Vanilleeis in warm geben und vielleicht noch ein paar mehr Gewürzen, ein bisschen Zimt, ein bisschen Nelke in den Teig sogar rein. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Ich habe während des Drehs 5 oder 6 Stück von den Dingern gegessen. So lecker sind die. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Rezept sagt, zu den Gebäcken. Ich freue mich schon auf eure Nachrichten und Kommentare. Vergesst nicht, in die Infobox zu schauen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!